Leute und herzlich willkommen. Ich bin's, euer Schrauber aus dem Rettungscockpit. Schrauber on Tour und es gibt wieder Probleme und ich muss ausrücken. Ja, Leute, folgendes Problem. Ich würde es euch gerade einmal vorführen. Und zwar, ja, muss ich nicht zu irgendjemand fahren, sondern mein eigenes Auto ruckelt. Sobald ich im Drehzahlbereich zwischen 2800 und 3000 Umdrehungen bin, fängt das Auto an, ein bisschen zu ruckeln. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und der sagt mir, Einspritzdüse, Zylinder 1. Ich weiß nicht genau, was für ein Problem das ist. Ich wollte gerade noch einmal den Fehlerspeicher für euch auslesen. Der Akku im Laptop ist leer, beziehungsweise der ist kaputt und hält nur 5 Minuten. Ja, und jetzt hat er bei der Kälte den Geist aufgegeben. Aber passt auf, ich habe das Auto jetzt gerade zwischen 2800 und 3000 Umdrehungen gefahren. Und der Fehler, den zeige ich euch mal gerade. Ja, kann man kaum was merken, ne? Also fast unspürbar. So, hier. Ja, das ist jetzt 50 km/h, 4. Gang. Geht nix. Jetzt habe ich 50 km/h, 3. Gang. Das Auto läuft nur auf 3 Pötten. Ja, und da muss ich jetzt dem Fehler auf die Schliche kommen, was es ist. Wie gesagt, der Fehlerspeicher sagt Pumpedüse-Element Zylinder 1. Jetzt habe ich schon ein paar Leute gefragt und die sagten mir, jo, ganz klare Sache, Kabelbaum im Zylinderkopf kaputt. Okay, kein Problem. Jetzt ist heute Sonntag, Kabelbaum bestellen, dauert wahrscheinlich, keine Ahnung, 2-3 Tage. Ich müsste also, ja, ich denke mal, ja, bis Mittwoch warten. Heißt also, bis Mittwoch müsste ich mit auf 3 Zylindern fahren. Ne? Weil heute war es so extrem, dass ich noch nicht mal in den Drehzahlbereich kommen musste von 2800 bis 3000 Umdrehungen. Es war sogar das Problem, dass er schon beim Starten auf 3 Zylindern lief. Und das kann ich so nicht hinnehmen. Ich muss es mir anschauen. Ja, jetzt habe ich mit einem Freund telefoniert, ja, im Osten, heißt also in Polen, und der sagte mir, weißt du was, bekanntes Problem, kenne ich, mach erstmal nicht den Kabelsatz neu, sondern Problem ist folgendes: Die Einspritzdüsen beziehungsweise die Kabel, die auf die Pumpedüse-Elemente draufgehen, die haben ja so Stecker. So, das ist der Pin in der Einspritzdüse auf dem Pumpedüse-Element und das ist der Steckkontakt. Wenn man den drüber schiebt, dann berühren sich die beiden Kontakte hier. Jetzt hat mein Auto 280.000 gelaufen. Es ist kalt, warm und die Motorvibration hat Folgendes verursacht, dass durch die Vibration die Pins leicht auseinandergegangen sind. Hat er mir so gesagt. Ja, und das will ich mir anschauen. Dafür brauche ich keine Ersatzteile, einfach nur den Ventildeckel runter, Pumpe, Düse, Kontakt abziehen und ich schaue mir jetzt einmal den Kontakt an und das mache ich mit euch zusammen. Deshalb würde ich sagen, Leute, nicht viel schnacken, fertig machen. Wir machen die Haube auf, Deckel runter und schauen uns einmal den Steckkontakt an. Ja, hier im Motorraum angekommen. Muss erstmal die Motorabdeckung ab. Das geht bei dem Auto recht einfach. Und jetzt muss der Ventildeckel ab. Hier haben wir so einen Schutz, so einen Schaumstoffschutz. Ah, der fällt auch schon auseinander. Ich glaube, den werde ich nicht mal einbauen. Guckt euch das mal an, wie der aussieht. Ne, der kann... Ja, da wird das Auto wohl rappeln müssen. Okay, ich zeige euch gerade mal, welche Schrauben hier ab müssen. Guckt mal. Also, hier muss der Deckel ab und ich sehe, hier sind alles 10er Schräubchen. Um den Deckel auch abzukriegen, muss hier der Zahnriemenschutz ab. Ja, der muss hier gelöst werden. Da hinten ist noch eine Klammer. So, schaut mal. So, der muss erstmal hier so zur Seite. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt ran und löse erstmal den Ventildeckel.
der Ventildeckel ist lose. Ich mache mal das Licht ein bisschen dunkler. Und na, hier liegt ganz schön viel Dreck drauf. Ich putze das mal alles ab. Und dass die Hälfte gleich im Motorraum liegt, beziehungsweise im Ventildeckel. Ich habe übrigens den Öleinfüllstutzen, da gibt es beim Alhambra oder Charan gibt es hier so eine Verlängerung. Die habe ich mal abgemacht, damit mir das nicht im Weg steht. Ist alles abgeputzt. Und jetzt, ja, jetzt müssen wir noch gucken. Und eine Schraube habe ich irgendwo übersehen. Welche wird das sein? Ach, hier oben ist eine. Guck, hier ist noch eine Schraube, die habe ich übersehen. Ja, das ist Schrauber on Tour live, richtig draußen und so. Und ja, quasi die Arbeitslocation, die ich noch vor nicht langer Zeit hatte. An irgendwelchen Garagen von irgendwelchen Freunden. Ja, okay. Das ist immer problematisch hier. Man macht die Schrauben ab und eine, die setzt sich wieder und die kriegt man dann nicht so richtig ab. Irgendwo klemmt immer ein Gewindegang, der fällt wieder zurück. Oh Mann, das ist ein bisschen umständlich hier bei den Pumpedüse-Dingern, vor allem beim Alhambra, weil das so tief drin ist hier. Ach, da ist der Ventildeckel. So Leute, der Ventildeckel ist ab und wir leuchten mal hier zu den Pumpedüse-Elementen rein. So Leute, hier haben wir die Pumpedüse-Elemente, die sind hier so versteckt. Das ist die Spitze davon. 1, 2, 3, 4. Das ist die Schlepphebelachse, das sind die Schlepphebel hier und dahinter ist die Nockenwelle. Die drückt, diese Schlepphebelachse wird angetrieben über die Nockenwelle, drückt aufs Pumpedüse-Element runter und die Einspritzung kann dann beginnen. Ich wage mal ein Auge auf die Nockenwelle, um zu gucken, ob die vielleicht ein bisschen verschlissen ist. Ja, die Nockenwelle sieht für mich jetzt aktuell ziemlich gut aus. Also ich sehe da keine Spuren irgendwie von irgendwelchen Riefen oder sowas. Deshalb, ja, bleibt eins, ich ziehe jetzt die Steckkontakte ab und die gucken wir uns einmal an, ob da tatsächlich zu sehen ist, dass der Kontakt auseinandergegangen ist, so wie mein Kollege mir das beschrieben hat, ob das vielleicht sogar ja, der Fehler ist dafür, dass es so schlecht läuft. So. Der Zylinder 1 macht Probleme, das sind diese Kontakte hier. Ich stecke den jetzt mal so ein bisschen, ich mache den hier offen und dann schiebe ich den da zusammen. So, hier kann man den aufmachen und da bricht das Plastik auch schon ab. Ja, so wie es aussieht, brauche ich hier mein Entriegelungswerkzeug. Dafür nehme ich mir mein Allround Entriegelungswerkzeug, schiebe das hier in den Kontakt rein. So, hat Klick gemacht und jetzt müsste der Pin rauskommen. Und da habe ich den ersten Pin. Und schaue mir den an und sehe, ja Leute, wisst ihr was? Ich schaue mir das gerade hier an und ich sehe tatsächlich, dass hier der Abstand richtig groß ist. Also der kann gar nicht mehr den Kontakt packen. Ich zeige euch das mal aus der Nähe. So Leute, hier der Kontakt, schaut euch das mal an. Ich muss den hier ein bisschen quetschen und dann geht's wieder. Wahrscheinlich, ich denke mal, dann geht es wieder. So, ich probiere jetzt mal den Kontakt direkt da aufs Pumpedüse-Element drauf zu schieben und ja, er geht schwer drauf, heißt also, der hält. So, da müssen wir ihn jetzt wieder hier reinschieben ins Plastikgehäuse. So, den Kontakt wieder ab ins Plastikgehäuse rein, so dass er auch reinschnackt.
und nicht immer wieder rausfällt. Ja, sitzt fest. So, und jetzt, Leute, holen wir den zweiten raus, aber so, und jetzt holen wir erstmal den zweiten hier raus und schauen uns den mal an. Gucken, vielleicht kriege ich den ohne Werkzeug raus. Nein, Werkzeug rein. So. Oh, jetzt ist der zweite noch rausgekommen. Das ist nicht so schön. Ich glaube, ich muss den Pin auf der Rückseite, den Pin so ein bisschen hochbiegen. So. Den mache ich hier so leicht, den biege ich hier leicht auf. So, jetzt sitzt er drin. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich nehme diesen Kontakt und stecke mal aufs Pumpedüse-Element und gucken, ob der tatsächlich lose ist. Ja, Leute, der ist komplett lose. Der hält da nicht drauf. Der hält da nicht drauf. Und ich denke mal, durch die Vibration hat er einfach den Kontakt zwischendurch verloren. Deshalb die Aussetzer. So, dann presse ich mal hier so ein bisschen wieder. 1, 2. Hier auf der Rückseite wieder den so ein bisschen aufmachen. Ein bisschen hochgebogen. Ins Gehäuse einbauen und dann sollte es super funktionieren. So, jetzt hat Klick gemacht und schaut euch das an. Beide sind im Gehäuse drinne, sitzen fest. Ja, und jetzt kann das wieder drauf und ich bin echt gespannt, ob das so funktioniert. Ja, Leute, die Pins sind umgebogen. So scheint es mir erstmal ziemlich plausibel gewesen zu sein, dass die Pins nachgebogen werden mussten. Aber das stellen wir gleich einmal bei einer Probefahrt fest. Also mache ich jetzt mal den Ventildeckel drauf. Und ja, dabei braucht ihr mir nicht zugucken. Ich schalte gleich wieder zu, wenn das hier alles fertig ist und wenn wir im Auto sitzen und eine Probefahrt machen. So, zwischenzeitlich ist es ein bisschen kühl geworden. Also, Auto ist zusammengebaut. Ich habe von dem Kabelbaum für die Pumpedüse-Elemente die Pins leicht zusammengedrückt und bis jetzt ruckelt gar nichts. Wohlbemerkt, bevor ich mit der Reparatur angefangen habe, hat das Auto geruckelt und natürlich auch im Drehzahlbereich zwischen 2800 und 3000 Umdrehungen war immer der beginnende Prozess, wo es angefangen hat zu ruckeln. Ich war jetzt gerade bis 3200 Umdrehungen, keine Probleme. Ja, Leute, also ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass es so ist, dass nicht die Kabelbäume kaputt gehen, der Innenwiderstand der Kabel, sondern tatsächlich, dass die Pins, die draufkommen, dass das eigentliche Problem ist. Es wird ja immer gesagt, der Widerstand vom Kabel ändert sich, weil das Kabel im Öl liegt. Kann natürlich sein, ich weiß nicht, ich habe es selber nicht gemessen. Ich habe mir das immer früher sagen lassen. Aber ihr habt ja selber gesehen, der Abstand von diesen, von der Kontaktfläche, der war wirklich groß und somit hatte es zum Pumpedüse-Element eigentlich kein Kontakt, würde ich sagen. Aber hey, in einem bestimmten Drehzahlbereich war der Kontakt verloren gegangen. Und zwar zwischen 2800 und 3000 Umdrehungen. Jetzt denke ich so ein bisschen nach und da wird es für mich tatsächlich plausibel. Ich denke, ihr habt das an eurem Auto auch. Bei manchen Drehzahlbereichen macht irgendeine bestimmte
Verkleidung oder die Abgasanlage bestimmte Geräusche. Heißt also, die rappelt oder rasselt bei einem bestimmten Drehzahlbereich. Und ich glaube, bei diesem Auto, der Drehzahlbereich zwischen 2800 und 3000 Umdrehungen hat eine bestimmte Resonanz, eine bestimmte Vibrationsfrequenz, so dass das Kabel zu wackeln, zu vibrieren anfängt und dadurch der Kontakt verschwindet, der Kontakt nicht mehr da ist und das sogar exakt in den Momenten, ja, wo der angesteuert wird, wo das Pumpe-Düse-Element angesteuert wird und den Kontakt braucht. Also aus meiner Sicht völlig plausibel. Was ihr dazu sagt, weiß ich nicht. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Es würde mich brennend interessieren, was ihr zu dem Thema sagt. Pass auf, ich bin jetzt hier gerade unterwegs. 2500 Umdrehungen, ich beschleunige. Kein Ruckeln. Ich hatte sonst immer, wenn ich voll beschleunigt habe, zwischen 2800 und 3000 Umdrehungen, da hat es angefangen so zu vibrieren und wenn ich da drüber war, über 3000 Umdrehungen, dann war es wieder gut. Jetzt ist gar nichts mehr. Also von Anfang an nichts. Hey, einfach spitze. Also ich finde es irgendwie, diese Aktion war gelungen. Was habt ihr für Erfahrungen genau mit diesen Problemen? Ich weiß, alle machen immer den Kabelbaum neu, aber das war für mich, sogar für mich, eine komplett neue Erfahrung, mit sowas, ja, so umzugehen. Ich hatte jetzt tatsächlich, ja, mir einen Kabelbaum bestellt oder wäre zu VW gegangen, weil ich glaube, diesen Kabelbaum gibt es nur bei VW. Ah, herrlich, herrlich, hey, herrlich. Ich bin hier bei, ja, im Drehzahlbereich, im Drehzahlbereich, der sonst immer die Probleme gemacht hat. Keine Probleme. Ich habe diesen Drehzahlbereich monatelang gemieden und habe auf diesen Moment gewartet, dass ich für euch ein Video machen kann. Und hey, zieht voll durch. So, wir haben 50 km/h, dritter Gang. Habe ich vorhin gemacht. Mache ich jetzt nochmal. Jetzt mache ich den vierten Gang. 40 km/h, 1200, 1300 Umdrehungen. Nichts, es ruckelt kein bisschen. Ja, also ich bin echt begeistert. Klar, jetzt sagt man natürlich, ich hatte den Ventildeckel schon mal offen. Hey, wieso machst du nicht alle Kabel quetschen? Leute, es ist minus 3 Grad draußen. Minus 4 sehe ich gerade. Und ich werde das einfach mal bei Gelegenheit machen. Oder sogar, wenn ihr auf mich schimpfen werdet, dann werde ich den Kabelbaum einfach neu machen. Aber eins sollte euch gesagt werden. Der Kollege, der mir diesen Tipp gegeben hat, hat gesagt, er hatte das gleiche Problem am Octavia, hat die Kabel gequetscht und ist mit dem Auto anschließend 3 Jahre lang durch Polen geückelt. Also keine Probleme, 3 Jahre lang keine Probleme und hat das Auto anschließend auch noch verkauft. Natürlich ohne Probleme, weil bei ihm war es das Problem und anscheinend war es, ja, hier bei diesem Auto genau das gleiche Problem. Ich bin erstmal froh, dass ich hier einen Haufen Kohle gespart habe. Circa 100er würde der Kabelsatz kosten. Und ich bin natürlich froh, ja, dass ich euch was zeigen konnte. Und wie schon vorhin gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare, Leute. Das war Schrauber on Tour. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und vergesst nicht, morgen einzuschalten. Morgen gibt es einen Livestream. Morgen für euch, ja, für euch ist es morgen. Am Dienstag gibt es einen Livestream, den werde ich einmal ja, starten. Das ist eine exklusive Nachricht an euch. Nicht vergessen einzuschalten, aber hey, wie immer werde ich diese Aktion circa 12 Stunden vorher ankündigen, dass ihr natürlich auch rechtzeitig einschalten könnt. Alles klar. Ich bin zu Hause. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, euer Schrauber.